In diesem Video möchte ich einmal kurz die Unterschiede zwischen diesen beiden Dragino Gateways aufzeigen. Das sind die beiden bekannten 8-Kanal Gateways, LoRaWAN Gateways, die es von Dragino gibt. Das LPS 8 hier auf der linken Seite, was es schon einige Jahre gibt, und dann seit Ende letzten Jahres, also Ende 2022, gibt es nun auch dieses LPS 8 V2, das LPS 8 also in seiner zweiten Version. Was gibt es da für Gemeinsamkeiten? Was sind die Unterschiede? Das wollen wir in diesem Video mal kurz aufdecken. Rein äußerlich unterscheiden sich beide Geräte erst einmal nicht. Auf den ersten Blick sehen beide exakt gleich aus. Das heißt, das Gehäuse ist exakt gleich. Einen ersten Unterschied gibt es hier in der Reihenfolge der Status-LEDs. Währenddem beim alten LPS 8 links die Power-LED ist, dann gleich das WLAN kommt und ganz zum Schluss die LAN-Anzeige, ist es beim V2 leicht anders. Es gibt zwar auch wieder zuerst die Power-LED, dann aber LAN und dann Internet und erst zum Schluss WLAN. Das heißt, hier sind LAN und WLAN, die Status-LEDs vertauscht. Ansonsten sieht man, dass beim LPS 8 die Beschriftung der Anschlüsse hinten weiß ist und die sind hier hinten bei der V2-Version eingraviert. Beide Geräte werden über USB-C mit Strom versorgt. Einen großen Unterschied allerdings gibt es, wenn ich die Geräte erstmal ausschalte, und zwar hier das alte LPS 8 hat als Antennenanschluss eine gewöhnliche SMA-Büchse. Das heißt, man braucht hier zum Anschluss eine Antenne mit einem SMA-Stecker. Und das ist bei der V2 anders, weil da ist man jetzt auf RP-SMA umgestiegen. Die Antennen sind nicht mehr die gleichen, sind nicht mehr kompatibel zueinander. Da muss man also aufpassen, wenn man ein altes LPS 8 hat und seine bestehenden Antennen weiterverwenden möchte, dann muss man darauf achten, dass es da eben von SMA auf RP-SMA umgeändert wurde. Schauen wir uns nun die Web-Oberflächen beider Geräte mal an. Auf der linken Seite wieder das LPS 8 und auf der rechten Seite das LPS 8 V2. Die Menüs sehen auf den ersten Blick wieder gleich aus. Wir haben auf beiden, das erste Menü ist das LoRa-Menü, wo wir hier eine LoRa-Option finden und hier auch noch ABP-Decryption, währenddem es bei der V2-Version nur das LoRa-Menü gibt. Quasi also die Basiseinstellung. Beim LPS V8 gibt es hier das ABP-Decryption, wo man die Möglichkeit hätte, bei Geräten, die über ABP verbunden sind, gleich die Payloads auf dem Gerät selbst auszulesen, ohne also über LoRaWAN zu gehen. Das gibt es bei der Version 2 hier nicht mehr. Das zweite Menü hier ist das LoRaWAN-Menü. Auch hier gibt es wieder ein paar Unterschiede. Da kann man hier wählen zwischen Semtech UDP, Basic Station, das Helium IoT und Loriot, währenddem bei der V2-Version man kann nur zwischen Semtech UDP und Basic Station wählen. Allerdings bei der Konfiguration dann kann man hier natürlich auch das Helium-Netzwerk auswählen. Hier unten war es, ja genau, kann man auch das Helium-Netzwerk auswählen. Das geht also mit beiden. Beide Geräte ermöglichen es gleichzeitig mit zwei Servern sich zu verbinden. Das heißt, man kann zum Beispiel beide Geräte mit TTN-V3 oder TTS verbinden und auch dem Helium-Netzwerk. Oder man kann natürlich auch einen lokalen ThingStack-Server oder ChirpStack und so weiter benutzen. Dann gibt es hier die Option MQTT beim alten Gerät. Die gibt es hier nicht mehr. Weiter geht es hier mit den Menüs. Hier gibt es noch dieses Custom-Menü. Da kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Das Network-Menü, wo die Netzwerkeinstellungen gemacht werden, ist fast gleich. Das heißt, da stellt man die LAN-Verbindung ein, die WLAN-Verbindung und kann hier auch den Status einsehen. Bei System, die sehen wieder gleich aus. Beide Geräte können hier unten über Package Maintain, können beide Geräte OTA abgedatet werden. Dann gibt es hier noch die Logs, verschiedene Logs, also zum Beispiel den LoRa-Log, da kann man dann einsehen, welche Frequenzen das Gerät benutzt. Das sind dann die standardmäßigen Kanäle hier für Europa. Den Gateway-Traffic kann man einsehen und dann hier noch den System-Log, die ganzen Logs des internen Linux-Systems.
drüber laufen. Mit Home kommt man dann wieder auf den Startbildschirm zurück. Was jetzt die große Neuerung allerdings bei der V2-Version ist hier unter System zu finden, den Built-in-Server. Ja, fehlt hier gänzlich. Und wenn ich da mal reinklicke, da hat man jetzt eben die Möglichkeit, auf dem Gerät selbst einen eigenen LoRaWAN-Server laufen zu lassen. Also in diesem Fall einen eigenen TTN-Stack. Wenn man sich üblicherweise bei TTN registriert, dann ist es ja auf einen, das kann ich hier mal kurz zeigen, auf einem dieser TTS Community Servern hier der standardmäßige Server für Europa. Und das ist dann eben das TTS, was sich im Internet befindet. Und hier hat man dann eben halt die Möglichkeit, auf einen eigenen LoRaWAN-Server zuzugreifen. Und hier wird jetzt die Adresse von diesem Server angegeben. Hier unten gibt es noch den Application Server. Was ist das? Nun, da ist eine eigene Node-RED-Instanz, die auch wieder auf dem Gerät selbst läuft. Das kann ich mir hier mal anschauen. Wenn ich hier auf den Link klicke, dann startet hier Node-RED. Und das ist das bekannte Node-RED-Interface, wie man es so kennt, und das läuft eben jetzt hier auf dem Gateway direkt. Zurück hier dann zu diesem TTN-Stack. Hier ist jetzt die standardmäßige Adresse. Der normale Login lautet Admin und dann auch Dragino als Passwort. Das kann man selbstverständlich ändern. Und hier haben wir jetzt einen kompletten TTS-Stack laufen, aber eben lokal. Und wir können hier unsere Gateways registrieren. Wir können auch unsere Applikationen da anmelden, so wie wir das auch in der Community-Version von TTS kennen. Wir sind hier unabhängig vom Internet. Und jetzt kann man zum Beispiel Sensoren, die man sowieso nur im eigenen Haus oder in der Umgebung betreibt, könnte man dann hier in diesen lokalen Stack integrieren. Und Sensoren wie einen GPS-Tracker und so, da benutzt man dann halt den Community Stack weiterhin. Ich kann hier jetzt im Semtech UDP-Einstellung, kann ich einfach sagen, ich möchte als Primary LoRaWAN Server der Things Network V3, also den ganz normalen Community Server benutzen, und dann hier als zweiten Server, den Secondary LoRaWAN Server, kann ich hier diesen Custom Private LoRaWAN, und der ist hier auf dem Localhost eingestellt, da ja der Server in der Tat intern auf dem Gateway läuft. Und jetzt alle Pakete, die das Gateway, alle LoRaWAN Payloads, die das Gerät erkennt, werden dann sowohl an den Primary LoRaWAN Server weitergeleitet als auch an den Secondary LoRaWAN Server. Und natürlich kann nur der Server was damit anfangen, wo auch die Geräte natürlich registriert wurden. Also wenn Geräte nur im Secondary LoRaWAN Server registriert wurden, dann passiert da im Community Stack mit den Nachrichten überhaupt nichts, da die Schlüssel ja da nicht hinterlegt wurden. Hier noch die Specs von beiden Geräten. Auf der linken Seite wieder das LPS 8, rechts das LPS 8 V2. Hier sieht man, dass beim alten Gerät ein 400 MHz Prozessor verwendet wurde, währenddem jetzt hier ein Quad-Core 1,2 GHz Prozessor arbeitet. Hier haben wir nur 64 MB RAM, währenddem das hier auf 512 MB erweitert wurde. Und der Flash-Speicher betrug hier nur 16 MB, währenddem es hier ganze 4 GB jetzt sind. Und diese starken Verbesserungen ermöglichen es natürlich auch erst, diesen lokalen TTS-Stack sowie auch die Node-RED-Applikation auf dem Gerät selbst laufen zu lassen. In diesen Dokumenten findet man übrigens keine Informationen zum Energieverbrauch, also zum Stromverbrauch dieser Gateways. Das alte LPS 8 war nicht gerade bekannt dafür, besonders energieeffizient zu sein, und deshalb ist es ja mal interessant zu erfahren, ob sich diesbezüglich was getan hat. Ich habe hier mit meinem Energiemessgerät den Verbrauch beider Geräte, besser gesagt die elektrische Leistung beider Geräte, gemessen und kam beim LPS 8 wie erwartet auf eine recht hohe Leistung von 5,9 Watt, die ich gemessen habe. Und tatsächlich unter exakt gleichen Bedingungen hat die neue Version 2 nur eine Leistungsaufnahme von 1,5 Watt. Hier gab es also eine erhebliche Verbesserung seitens
des Herstellers. Schauen wir uns noch mal kurz an, wie wir das Gateway in den lokalen TTS-Stack integrieren können. Wir wechseln daher wieder auf das Gateway und hier in das Menü LoRaWAN Semtech UDP. Da ist oben ja schon das TTN V3-Netzwerk ausgewählt und unten setzen wir das Ganze nun auf Custom Private LoRaWAN und kopieren uns hier die Gateway EUI heraus, die ich übrigens für dieses Video temporär abgeändert habe. So, wenn wir die Gateway EUI kopiert haben, wechseln wir in die lokale Konsole. Das ist also noch einmal diese lokale Konsole, nicht das TTS Community V3. Und hier gehen wir also jetzt auf Go to Gateways und Add Gateway und wir machen das genauso wie bei TTS. Und hier kopiere ich die EUI rein. Und das war's auch schon. Drücke ich unten auf Create Gateway. Frequency Plan natürlich, das hier. Und jetzt soll es gehen. Das war's auch schon. Und das steht hier jetzt noch auf Disconnected, keine Live-Daten verfügbar. Und nach kurzer Zeit ist das Gateway dann verfügbar und es ist hier in meinem lokalen TTS-Stack integriert, genauso wie man das auch eben auf dem Community-Stack machen kann. Und genauso geht jetzt auch die Integration der Applications, das heißt die Sensoren können jetzt hier genauso angelernt werden und integriert werden wie bei TTS Community auch.